Ich glaube, wenn die Bevölkerung etwas satt hat, dann ist es das Blabla von euch Schönwetterpolitikern. Und da ist danach eine Schülerin zu mir herangetreten und hat gesagt, sie war vor ein paar Wochen beim Ausgehen ist sie fast vergewaltigt worden. Sie hat das danach zur Anzeige gebracht, von Ausländern fast vergewaltigt worden und hat zur Antwort bekommen, da kann man nichts machen und außerdem, wenn sie einen kurzen Rock anzieht, dann ist sie sowieso selber schuld. Hey Leute, jetzt wird's ehrlich, das hält keiner aus. Sven Knoll sprengt im Landtag echt alle Grenzen. In seinem Auftritt geht er richtig auf die Barrikaden. Und das Thema lässt keinen kalt. Sind kriminelle Ausländer wirklich wichtiger als unsere eigenen Bürger? Er packt das Thema an, dass junge Menschen in Südtirol Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen. Und das ist nur der Anfang. Hier geht's nicht nur um Politik, hier geht's um die Realität, die viele von uns täglich erleben müssen. Du wirst nicht glauben, was er über die Situation im Land sagt und wie er die Politik herausfordert. Das ist knallhart und absolut sehenswert. Schau dir das an, wie es im Landtag wirklich kracht. Schau dir das Video jetzt an. Lass uns wissen, was du denkst und vergesst nicht zu liken, abonnieren und vor allem zu kommentieren. Deine Meinung zählt. Auf geht's! Sven Knoll, bitte. Ich glaube, wenn die Bevölkerung etwas satt hat, dann ist es das Blabla von euch Schönwetterpolitikern. Denen kriminelle Ausländer offensichtlich wichtiger sind als Einheimische, die Angst haben, auf die Straße zu gehen, die arbeiten und sich an unsere Gesetze halten. Und Kollegin Foppa, wir waren vor kurzem in einer Schule gemeinsam und da ist danach eine Schülerin zu mir herangetreten und hat gesagt, sie war vor ein paar Wochen beim Ausgehen ist sie fast vergewaltigt worden. Sie hat das danach zur Anzeige gebracht, von Ausländern fast vergewaltigt worden und hat zur Antwort bekommen, da kann man nichts machen und außerdem, wenn sie einen kurzen Rock anzieht, dann ist sie sowieso selber schuld. Das ist die Realität, mit der die Menschen in unserem Land konfrontiert werden. Und ich als Politiker bin nicht bereit, tatenlos dabei zuzusehen, wie unser Land vor die Hunde geht, wie unsere Einheimischen Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen. Ihr habt vielleicht nicht mehr in der Generation, wo ihr ausgeht. Fragt bitte mal junge Menschen, was es bedeutet, in Südtirol auszugehen. Wenn teilweise in Klassen keine Maturabälle mehr organisiert werden können, weil man Angst vor Übergriffen haben. Wenn junge Menschen auch Angst haben müssen, in die Diskotheken zu gehen, Eltern sich Sorgen machen, wie die Kinder wieder nach Hause kommen, weil sie mit irgendwelchen Albanerbanden und anderen Leuten konfrontiert werden. Wenn in Brixen in den Bahnhof ein Mann mit einer Machete reinmarschiert und vieles andere Dinge. Das sind verrückte Zustände, die wir in unserem Land haben. Und dann hören wir solche Sachen von den Grünen, ja, wir würden nicht schreiben, dass die Täter manchmal vielleicht psychische Probleme haben. Das ist mir wurscht, meine liebe Frau Rohrer. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalttaten und andere Menschen umzubringen oder zu vergewaltigen oder sie um Hab und Gut zu bringen. Es ist mir egal, ob jemand eine schwere Kindheit hatte oder ob es in diesem Land, wo diese Leute herkommen, vielleicht normal ist, dass man sich prügelt und seine Probleme mit Gewalt löst. Das hat in unserem Land einfach nichts zu suchen. Und meine lieben Kollegen, ich würde Sie wirklich einmal um die intellektuelle Redlichkeit bitten, auch zu unterscheiden zwischen Flucht und Asyl. Weil im Gegensatz zu euch, die ihr Flucht nur aus dem Fernsehen kennt, hat meine Familie miterlebt, was Flucht und Vertreibung heißt. Und das ist ein großer Unterschied, denn wir kennen das nicht nur aus den Fernsehsendungen und aus dem schönen Daherreden, sondern vom eigenen Leib, was es heißt, aus der eigenen Heimat vertrieben zu werden. Das macht einen Unterschied. Und vielleicht informiert ihr euch einmal, der internationale Terrorismusforscher Peter Neumann hat vor kurzem in der Zeit in Bild-Sendung, auch in der, wo ich hier das beigefügt habe, den Satz gesagt, der ist auf den Punkt gebracht. Europa hat zwei Möglichkeiten. Entweder müssen die Asylzahlen drastisch reduziert werden oder Europa muss massiv in Integration investieren. Das wird aber nicht funktionieren, weil man diese Zahlen nicht mehr bewältigen kann. Und das Asylrecht, Herr Landeshauptmann, das Sie zitiert haben, das beinhaltet nicht Asyl à la carte. Das beinhaltet nicht, dass jemand aus Pakistan sagen kann, mir gefällt es aber vielleicht in einem anderen Land nicht, ich möchte nicht in Serbien bleiben oder ich möchte auch nicht in Portugal bleiben, ich möchte vielleicht nach Deutschland, Österreich oder Südtirol, weil man dort die höheren Sozialleistungen bekommt. Das hat nichts mehr
mit Asylrecht zu tun. Und darum geht es. Das gilt es einzustellen. Denn das Asylrecht, so wie es in den 60er Jahren konzipiert wird, und so viel intellektuelle Redlichkeit gestehe ich Ihnen zu, das wissen Sie ganz genau, hat nichts mehr mit der Situation zu tun, mit der wir heute konfrontiert sind. Wenn in einem Land Krieg ist und diese Menschen vertrieben werden, dann ist es ein Flüchtling. Wenn aber jemand aus einem anderen Land geht, weil er sagt, ich habe vielleicht durch den Staat irgendetwas zu befolgen, und diese Situation haben wir auch, kommt als Asylantragsteller nach Europa, ich hatte diesen Fall selber, hat einen gültigen Asylstatus bekommen, lebt hier, arbeitet hier und sagt nach 3 Monaten so, jetzt hätte ich aber gerne Urlaub, weil ich möchte meine Familie in meinem Heimatland besuchen. Was hat das noch mit Asyl zu tun? Gar nichts mehr. Und wenn ich dann höre, dass der Kollege Stauder sagt, kein einziger Punkt von diesem Antrag ist unterstützenswert. Durchgreifen gegen islamistischen Extremismus ist nicht unterstützenswert. Ja, was ist denn die Alternative? Möchten wir das fördern, dass hier in Südtirol auch noch der islamistische Terrorismus überall Einzug hält? Oder abgelehnte Asylwerber umgehend abschieben? Wie sieht denn die Situation aus? Schauen wir uns die nackten Zahlen an. Von 5 negativen Asylbescheiden in der EU wird nur ein einziger zurückgeschickt. Alle anderen bleiben in der EU. Ist das im Sinne des geltenden Rechtes, wenn jemand sich illegal in Europa aufhält, einen negativen Asylbescheid erhält, dass der dann einfach hier bleiben kann? Probieren wir einmal bitte, nach München zu fahren, auf den Flughafen, ohne einen Ausweis mitzunehmen, ob ihr in den Flughafen in irgendein Flugzeug einsteigen könnt. Diese Leute kommen zu uns her, schmeißen teilweise ihre Ausweispapiere weg. Ich erinnere daran, wir hatten vor ein paar Jahren einmal eine Anfrage an die Landesregierung gestellt, weil uns bei den Statistiken aufgefallen sind, dass sie alle am 1. Jänner geboren sind. Da haben wir von der Landesregierung die Antwort bekommen, wir sollten hier nicht polemisieren, weil die Leute kommen aus Gegenden, wo sie nicht einmal wissen, wann sie Geburtstag haben. Das ist eure Politik, die so dermaßen realitätsfremd und realitätsfern ist, dass die Bevölkerung hier sich klare Antworten erwartet. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, seriös über ein Thema zu diskutieren, sondern stattdessen hier mit Beschimpfungen daherkommt und Menschen und anderen Kollegen hier... Sind Sie fertig? Auch jemanden ausreden lassen gehört zur intellektuellen Redlichkeit. Dann erwartet euch nicht, dass die Bevölkerung Verständnis dafür zeigt. Und Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um eine getrennte Abstimmung und ich bitte auch um eine namentliche Abstimmung, denn die Bevölkerung soll auch wissen, wer hier im Landtag für welche Dinge ist und wer dagegen ist. Es ist erfrischend zu sehen, dass auch Politiker nicht aus der AfD, sondern aus anderen Parteien wie Herr Knoll den Mut haben, endlich die Wahrheit auszusprechen. Es geht hier nicht um irgendwelche politischen Spielchen. Es geht um die Sicherheit und den Respekt gegenüber dem eigenen Volk. Es ist absolut nicht akzeptabel, dass Menschen sich schuldig fühlen sollen, nur weil sie Opfer von Verbrechen geworden sind. Wie kann es sein, dass wir in einem Land leben, in dem diejenigen, die sich an die Gesetze halten, den Kürzeren ziehen und die Täter, die keinen Funken Respekt vor anderen haben, ungeschoren davonkommen? Es wird höchste Zeit, dass wir nicht nur aufwachen, sondern auch handeln. Unsere Mitmenschen verdienen es, in einer sicheren Umgebung zu leben, frei von Übergriffen. Wer solchen Menschen gegenüber keinen Respekt zeigt, der hat in unserer Gesellschaft nichts verloren. Wir haben viel zu lange weggeschaut und geschwiegen, doch jetzt reicht es. Es muss endlich Schluss sein mit dieser Ignoranz. Wir müssen zusammenstehen und uns für das Wohl unserer Mitbürger einsetzen. Es geht um unser aller Zukunft. Danke, dass ihr zugehört habt und bleibt nicht still. Es gibt noch viel zu tun. Bis zum nächsten Mal.